sich schon geil an. Emotion pur, auch in den Kurven und so weiter. Sofort hinten weggebrochen. Also, ich würde mal sagen, ich passe rein. Aber ich mache nicht die Klappe zu. Herzlich willkommen auf meiner YouTube-Seite. Freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Heute geht es ganz speziell um ein Auto. Sonntag 16 Uhr, wir relaxen, wir chillen, morgen geht die neue Woche los. Aber jetzt beschäftigen wir uns mit 620 PS, 3,4 Sekunden von 0 auf 100. Ihr habt mir unheimlich viele Fragen gestellt, über 1000 Fragen innerhalb von einem Tag. Es ist der Ferrari Roma. Jetzt ist die ganz große Frage, ist das Auto das Geld wert? Das Auto fängt an ab 194.500 Euro. Das ist ganz schön viel Geld und da hast du gar nichts drin. Und hier haben wir die Ausstattung. Hast hier eine Tafel, guck mal hier, da hast du alles drauf. Farbnummer, innen, außen, sogar die Matten und alles genau, was dieses Auto hat, ist hier eingeprägt und es ist immer im Tafel zu sehen mit der Fahrgestellnummer komplett. Zum Kofferraum kommen wir aber gleich. Jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit euren Fragen. Was hältst du vom Design? Das ist eine sehr coole Frage, Robin. Das ist natürlich absolut Geschmackssache, was man von einem Design hält. Wenn du jetzt meine Meinung hören möchtest, muss ich ehrlich sagen, ich fand, als ich zum ersten Mal den Ferrari Roma gesehen habe, war ich ziemlich überrascht, wie Ferrari Design revolutioniert hat in dem Sinne. Es hat nichts mehr, gar nichts mehr von irgendeinem Ferrari zu tun. Es ist ein komplett neues Auto. Das ist schon mal für mich ein riesen Pluspunkt, dass man nicht auf irgendein Basis irgendein Auto zusammengeschustert hat. Was ich wiederum mega cool finde und deswegen bin ich auch ein großer Ferrari-Fan, dass sie alles wieder eigenständig haben. Ich sehe hier nichts von einem Konzern. Ich finde die Linie sehr schön. Ich finde auch, das Auto wirkt sehr sportlich, das Auto wirkt kompakt, wie so eine Welle. Zack, und dann geht er wieder runter. Was ich phänomenal finde, ist ja, dass Ferrari unheimlich viel mit Aerodynamik arbeitet. Es hat alles Sinn und Zweck. Bei Ferrari ist nichts einfach nur optisch. Bleibt du mal da stehen, bitte, und ich zeige euch das Ganze mal. Erstmal fängt Ferrari unheimlich viel Aerodynamik vom Unterboden. Über 50%. Es geht hier komplett mit Aerodynamik. Komplett. Auch hier mit einem Heckdiffusor. Es geht ein bisschen wie so spoilerartig nach oben. Und diese ganze Linienführung hat alles Sinn und Zweck. Es ist alles Aerodynamik. Ganz neue Türgriffe. Die finde ich auch sehr interessant. Hier hat man natürlich noch Möglichkeiten, in dem Sinne auch viel Carbon reinzubringen. Was ich bei Ferrari enorm wichtig finde, verdammt wichtig finde. Heckbereich, was völlig Neues bei Ferrari, völlig neu. Wenn ihr euch das Ganze anschaut mit den ganzen Filigran, es ist halt einfach, es ist nichts Rundes mehr, was wir bisher immer von Ferrari kannten. Es ist jetzt was ganz Neues. Die Rückleuchten sind schön, die sind sehr elegant gehalten. Vielleicht für Ferrari ein bisschen zu lieb, aber wiederum, wenn ich die ganze LED-Technik mir anschaue, wirkt es mega sportlich. Guck mal, wie fein. Guck dir das mal an, wie fein das Ganze durchgezogen ist. Das finde ich mega cool. Und dann gehen wir runter zu unserem Diffusor, Heckdiffusor. So ähnlich wie bei dem Portofino Modificata. Schön rausgezogen, markant. Meine Auspuffrohre gucken raus, in dem Fall auch schön in schwarz. Kein Chrom. Ich bin nie ein Chrom-Fan bei Sportwagen. Ich finde, bei Sportwagen gehört immer Carbon oder halt dunkel, schwarz. Das ist Sportwagen. Chrom und Sportwagen passt für mich nicht. Das Einzige,
was ich bei dem Ferrari Roma sehr, sehr wichtig finde und also das ist das A und O bei dem Ferrari Roma, welche Farbe nehme ich? Das Auto in Schwarz, Grigio Silverstone, Grigio Ferro, ein Silberton, bisschen dunkler, mega schick. Aber ich persönlich würde mir niemals den Ferrari Roma in Rot bestellen, auch wenn es ein Ferrari ist. Würde ich nicht machen. Das Auto wirkt in Rot gar nicht. Ich persönlich würde das Auto in Giallo Modena, in Gelb bestellen. Ich würde mich hier richtig mal spielen. Ich würde das Auto in Gelb bestellen, innen alles schön in Schwarz, mit Gelbstitching, mit gelbe Gurte, um ein bisschen mehr Spiel reinzubringen. Design von innen, das gehört ja auch dazu, Robin. Von außen haben wir jetzt alles besprochen, okay? Wie mein Fazit ist, sage ich euch gleich. Aber jetzt gehe ich erstmal rein. Alleine meine Türverkleidung hat Leder, Stitching, Keder, Alcantara, Piano. Das ist 1, 2, 3, 4 verschiedene Materialien. Alles per Hand gearbeitet, nur meine Türverkleidung. Dann gehen wir mal auf die Sitze. Schön hier in Kästchenform, da kommt unheimlich viel Sportlichkeit. Meine große Musikanlage, die JBL Musikanlage, was ich jedem empfehlen würde, wenn ihr euch ein Ferrari bestellt, in dem Segment, wo er natürlich Sound, kommen wir gleich zu, wie viel Sound er hat, wie viel Emotionen er uns bringt. Bleibt dran, gleich kommt das. Aber wenn so ein Auto auch mal für die längere, das Auto ist ja für längere Strecken gemacht. Wenn man damit lange unterwegs ist, möchte man auch mal ein bisschen Musik hören. Bitte, 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 und das ist eine ganz große Bitte an euch, bestellt die große Musikanlage, weil die Standardanlage von Ferrari taugt nichts. Entschuldigung, Ferrari, das muss ich jetzt aber sagen. Aber dafür verkauft ihr JBL. Mein Fazit, Robin, für Außendesign ist einfach, es ist verdammt cool. Ich selber, der jahrelang Ferrari fährt, erwarte von Ferrari was anderes. Ich war noch nie ein Fan von Ferraris, die einen Frontmotor haben und dann mit Kofferraum und so. Nein, ich war immer schon für V8 Heckmotoren und Gas geben. Aber einer, der ein Auto suchen möchte, der elegant ist, der alles erfüllt haben möchte, ist hier genau richtig. 100%. Von Design würde ich sagen, ein absolut gelungenes Auto, ein eigenständiges Auto. Ich hoffe, ich konnte dir damit eine Frage beantworten, was Design betrifft. Nichtsdestotrotz komme ich nochmal dazu, Design ist immer Geschmackssache. Der eine mag es, der eine hasst es. Für mich ist es gelungen, aber es wäre nicht ein Ferrari für mich. Oh. Ist das nicht schön? Und jetzt kommt's. Lenkrad. Alles digital. Hört sich schon geil an. Und es ist alles neu. Es ist alles neu. Meine digitalen Anzeigen, wenn ihr euch das hier anschaut. Was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass mein Drehzahlmesser, das ist ja immer das Markanteste bei Ferrari, groß in der Mitte auch leider digital gemacht haben. Das wäre cool, wenn sie das analog gelassen hätten. Nächste Frage kommt von Julian. Okay. Der fragt, ob der Wagen einen guten Sound hat. Das Auto hat einen 3,9 Liter V8 Twin Turbo, also mit 2 Turbolader. Jetzt gehe ich in Race-Modus, okay? So, und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Also, von Sound her würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein 488 toppt oder ein F8 toppt. Nein, er hat einen guten Sound, aber es hält sich in Grenzen. Der Sluddy möchte wissen, wie sich die Hupe anhört. Sluddy, was ist das für eine Frage? Hupst du gerne oder was? Das gibt's ja gar nicht. Wie hört sich die Hupe an? Ganz normal, ein ganz normales Auto. Also nicht so wie früher die Testarossas, die dann diese heftigen Hupen machen. Nein, ganz normale Hupe, wie du es auch aus dem Fiat kennst, wie du es aus dem Alfa Romeo kennst, aus dem Mercedes kennst. Ganz normale Hupe. Dann wollte Pfirsichsofa wissen, welches deiner Meinung nach das beste Feature ist. Also ich finde meine Tachoanlage finde ich mega, finde ich unheimlich cool, auch was diese ganzen Funktionen jetzt hier.
und so weiter. Es ist sehr übersichtlich, es ist sehr schnell und ich glaube, du brauchst zwar so eine Woche, bis du dich an alles gewöhnt hast, an alle Funktionen gewöhnt hast. Aber wenn du es drauf hast, kannst du auch bei 200, 220 Stundenkilometer alles easy über dein Lenkrad einstellen. Du brauchst hier in der Mitte eigentlich gar nichts mehr. Es gibt keine schlechten Features in diesem Fahrzeug. Nichts Überflüssiges. Ben möchte wissen, ob er für ordentlich Emotionen sorgt. Also Ben, jeder, der einen Ferrari fährt und einsteigt, egal was für ein Ferrari, egal welches Baujahr, egal welches Modell, hast immer Emotionen. Ferrari verleitet Emotionen. Ferrari verkörpert Emotionen. Und auch der Roma verkörpert Emotionen. Es ist halt nur nicht so viel Emotion wie in einem LaFerrari. Trotzdem hast du hier Emotionen. Alleine wenn du hier einsteigst und diese Verarbeitung siehst und hier Ferrari liest, ist schon Emotion vorhanden. Und das ist doch Emotion, oder? Wie ehrlich? Ich merke richtig, wie mein Kiefer nach hinten geht, oder? Demonetro möchte wissen, fährt er sich wie ein Sportwagen oder geht er schon in Richtung GT? Das ist eine gute Frage, aber ich kann die sofort beantworten. Das Auto geht absolut Richtung GT. Das Auto ist zwar sportlich, wir merken das jetzt hier, wenn wir jetzt hier bei Gang 4 ein bisschen Gas geben. Das ist schon sportlich. Es ist und bleibt ein Ferrari. Emotion pur, auch in den Kurven und so weiter. Sofort hinten weggebrochen. Das ist schon geil, aber es ist mehr ein GT als ein purer Sportwagen. Sagen wir mal so, 70% GT, 30% Sportwagen. Ich habe ja in meinem Instagram gepostet, ihr könnt alle Fragen stellen, es gibt keine Grenzen. Und vielen Dank dafür, dass so viele von euch gefragt haben, ob ich in diesen Kofferraum reinpasse. Also ihr seid echt verrückt. Ich kann dir jetzt keinen Namen nennen, weil das sind diverse Fragen. Hamid, passt du in den Kofferraum? Passt du in den Kofferraum? Passt du in den Kofferraum? Und das testen wir jetzt. Für die Frage hasse ich euch jetzt schon mal, aber ich mache es jetzt einfach, ja? Ihr seid echt verrückt. So, Alter, wie gehe ich denn jetzt hier rein? Warte. Warte mal. Hä? Warte. Warte mal. Alter. Also, ich würde mal sagen, ich passe rein. Also, es geht. Wahnsinn, ne? Aber wie komme ich jetzt hier wieder raus? So, und jetzt, wo ich hier drin sitze, weißt du, was das Geile ist? Ich habe hier ein Volumen von 272 Liter. Das ist schon extrem. Und hier habe ich eine Taste. Guck mal hier rauf. Und da drücke ich mal rauf. Jetzt kann ich nämlich meine Sitze innen einklappen. Okay? Dann habe ich 345 Liter Gesamtvolumen. Ein Golf 8 hat 381 Liter. Das heißt, das ist schon extrem. Das ist schon geil. Für ein Ferrari hat das Auto fast so viel Kofferraumvolumen wie ein Golf 8. So, ich hoffe, ich habe eure zahlreichen Fragen beantwortet und stellt mir nie wieder so eine Frage, weil ich habe jetzt Bandscheibe, Muskelkater, ich habe alles, Magnesium, ich muss jetzt alles zu mir nehmen. Also, nächste Frage bitte. So, Stani hat uns gefragt, oder Stani hat uns gefragt, erkennen die Passanten das Auto als ein Ferrari? Und da habe ich mir etwas überlegt. Hier haben wir ein Tape und wir kleben jetzt alles, was mit Ferrari zu tun hat, zu. Also ich habe hier ein paar Passanten gefunden, wo wir jetzt die Frage stellen. Wir haben jetzt alles abgeklebt. Und jetzt fragen wir mal zwei Passanten, was sie denken, was das für ein Auto ist. Der ist ganz neu, der ist niegelnagelneu, der ist ganz frisch auf dem Markt. Ferrari? Ferrari? Ja, Ferrari. Auch Ferrari? Ferrari, ja. Was meinst du denn? Jetzt bin ich mal gespannt. Nagelneuer Ferrari. Ferrari, okay, gebe ich euch recht, aber Ferrari, Punkt. Weiter? Und siehst du, genau das meine ich. Wenn ihr euch jetzt einen Ferrari holt, und zwar den hier, ich will noch keinen Namen nennen, weiß kaum einer, was das für ein Auto ist. Hauptstadt von Italien? Hauptstadt Italien sind wir bei meiner? Rom. Rom, ja. Rom. Und dann noch ein A hinten dran. Es ist Ferrari Roma. der Roma, genau. Du kannst dich auch mal reinsetzen, wenn du willst.
Möchte er nicht? Okay, okay, okay. Ja. Nächstes Mal dann vielleicht, okay? Basti, du kannst ja noch überlegen, ob du reingehen möchtest oder nicht. Sollen wir den mal starten? Starten. Komm. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Schönen Tag euch noch. Ich hoffe, dass ich deine Frage damit beantworten konnte. Ich hatte alles zugeklebt. Ich hatte 2 Passanten, die wussten sofort, dass das ein Ferrari ist. Aber die wussten beide nicht, dass das ein Ferrari Roma ist. Ich hoffe, ich habe deine Frage damit beantwortet. Der Ferrari Roma, niegelnagelneu. Was ich an diesem Auto so perfekt finde, ist halt, dass wir hier alles eigenständig haben. Wir finden nichts in ein Konzernauto wieder. Es ist ein Ferrari, es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Viele von euch haben gefragt, ist es das Geld wert? Das Auto hat einen Basispreis von 194.500 €. Und das Auto, was wir hier sehen, was sehr solide ausgestattet ist, kostet roundabout 260.000 €. Ob es das Geld wert ist? Ich empfinde, ja. Der Ferrari Roma gibt mir alles wieder, was ich möchte. Individuell, niegelnagelneu, alles eigenständig, sportlich, Gran Turismo. Es passt viel in den Kofferraum rein. Ich kann notfalls mein Kind mitnehmen. Es passt, das Auto ist stimmig. Das Auto kriegt von mir, wenn ich 10 Punkte verteilen würde, 8 volle Punkte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert meinen Kanal. Gebt mir Kommentare, was ihr noch nächstes Mal wissen wollt. Und vor allem, wie findet ihr den Ferrari Roma? Ist das ein Ferrari, ja oder nein? Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke. Bis nächsten Sonntag. Ciao!